Die jährliche Tagung brachte hochrangige diplomatische Vertreter aus den USA, der Ukraine und Europa zusammen und konzentrierte sich auf die transatlantischen Beziehungen. Die dreitägigen Gespräche stellten die Werte, die der Westen vertritt, sowie zwei konkurrierende Visionen dieser Werte in den Vordergrund. US-Außenminister Marco Rubio rief Europa dazu auf, den Westen als gemeinsame Zivilisation zu retten, während die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas dem widersprach und betonte, die Union müsse nicht gerettet werden. US-Außenminister Marco Rubio erklärte am Samstag: Wir wollen nicht, dass unsere Verbündeten den defekten Status quo rationalisieren, anstatt sich dem zu stellen, was notwendig ist, um ihn zu korrigieren. Denn wir als Amerika sind nicht daran interessiert, der höfliche und ordentliche Verwalter des gesteuerten Niedergangs des Westens zu sein. Die Rede wurde aufmerksam verfolgt, da sie in einer Zeit stattfand, in der die Spannungen nach der Drohung des US-Präsidenten, die Kontrolle über Grönland gewaltsam zu übernehmen, weiterhin hoch sind. Rubio sagte, der Westen stehe aufgrund schlecht konzipierter Politiken, die aus einem Klimakult und Massenmigration resultierten, vor einem selbstverschuldeten zivilisatorischen Niedergang. Dieser Kurs müsse gestoppt werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte nach Rubios Rede, sie sei in Bezug auf die Beziehungen zu den USA sehr erleichtert. Die hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, wies die Darstellung einer rettungsbedürftigen Europäischen Union zurück. Entgegen dem, was einige sagen, steht eine sensible, zerfallende europäische Zivilisation nicht vor ihrer Auslöschung, sagte sie. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky erklärte am Samstag mit Blick auf die Gespräche mit Russland: Europa sitzt faktisch nicht mit am Tisch. Meiner Meinung nach ist das ein großer Fehler. Und ich denke, wir Ukrainer versuchen, Europa vollständig in den Prozess einzubinden, damit Europas Interessen und Stimme berücksichtigt werden. Das ist sehr wichtig. Europa war von den im vergangenen Jahr begonnenen Friedensgesprächen ausgeschlossen worden, nachdem Trump die Kontakte Washingtons zu Moskau wieder aufgenommen hatte. Die bilateralen Gespräche zwischen der Ukraine und Russland werden von den USA fernab Europas geführt. Zudem forderte Zelensky die europäischen Länder auf, sich auf ein Datum zu verständigen, zu dem die Ukraine 2027 technisch bereit für einen EU-Beitritt sein werde. Dies gilt, obwohl europäische Länder derzeit die größte militärische und finanzielle Unterstützung für die Ukraine leisten und obwohl von ihnen erwartet wird, den Großteil der Sicherheitsgarantien nach einem Waffenstillstand zu tragen, auch wenn sie Unterstützung aus den USA wünschen. Die Diskussionen über die Ernennung eines Sondergesandten für Friedensgespräche in Europa dauern seit etwa einem Jahr an, doch bislang scheint kein Name hervorzustechen. Der französische Präsident Emmanuel Macron entsandte kürzlich seinen ranghöchsten Diplomaten nach Moskau, um erneut Kontakt mit Russland aufzunehmen. Konkrete Ergebnisse brachte das Treffen jedoch nicht. Der litauische Präsident Gitanas Nausėda erklärte am Samstag auf einem Panel in München, diese Bemühungen seien nicht zielführend. Putin ist nicht bereit, mit uns zu sprechen, und Washington ist auch nicht bereit, dies zuzulassen. Zelensky sagte Journalisten, Putin versuche ein viel koordinierteres Europa zu spalten und zu lenken. Macron lobte er dafür, sowohl bei den Gesprächen als auch hinsichtlich ihres Charakters transparent gewesen zu sein. Macron erklärte auf der Münchner Sicherheitskonferenz, Europa müsse angesichts eines aggressiven Russlands seine Sicherheitsarchitektur vollständig neu gestalten. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sagte am Freitag, aber ich fürchte, wir müssen es noch deutlicher sagen. Diese Ordnung, die selbst in ihren besten Zeiten fehlerhaft war, existiert nicht mehr. Der groß angelegte russische Angriff auf die Ukraine, Chinas unfaire Handelspraktiken und sein zwangsorientiertes Auftreten sowie die seit langem zunehmende geringschätzige Haltung der USA gegenüber Verbündeten und multilateralen Institutionen verändern die globalen geopolitischen Gleichgewichte grundlegend.
Nach Merz' Einschätzung ist die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründete, regelbasierte internationale Ordnung, in der der Westen unter Führung der USA mit einer Stimme sprach, beendet. Nun sei die Großmachtpolitik mit harten und oft unvorhersehbaren Regeln zurückgekehrt. In der neuen Ära sei Europas Freiheit nicht mehr gegeben, sagte Merz und warnte, Europa müsse Standhaftigkeit und Entschlossenheit zeigen, um diese Freiheit zu bewahren. Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte zur nuklearen Abschreckung: Wir haben einen strategischen Dialog mit Bundeskanzler Merz und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs begonnen, um zu sehen, wie wir unsere nationale Doktrin formulieren können. Dieser Dialog ist wichtig, weil er ein Weg ist, nukleare Abschreckung im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes für Verteidigung und Sicherheit zu betrachten. Er ist auch ein Weg, eine Annäherung in unserem strategischen Ansatz zwischen Deutschland und Frankreich zu schaffen, fügte er hinzu. Die seit langem von den USA für Europa bereitgestellte nukleare Abschreckung ist erneut Gegenstand von Diskussionen, da die Länder des Kontinents erstmals seit dem Ende des Kalten Krieges beginnen, ihre eigenen Nukleardoktrinen zu überprüfen. Diese Neubewertung resultiert teilweise aus wachsenden Zweifeln an den künftigen Verpflichtungen Washingtons gegenüber der Sicherheit Europas. Trump hatte Europa vorgeworfen, nicht genügend für seine eigene Verteidigung zu tun, dem NATO-Verbündeten Dänemark mit dem Einsatz militärischer Gewalt gedroht, um Grönland zu übernehmen, und offen erklärt, die USA wollten ihre militärische Präsenz in Europa teilweise reduzieren, um sich auf andere Bedrohungen zu konzentrieren. Während Deutschland das Angebot aus Paris ernst zu nehmen scheint, sind andere EU-Staaten weniger überzeugt. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez, der sich als progressive Gegenstimme zu Trump positioniert, warnte in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor nuklearer Aufrüstung. Er betonte, nukleare Abschreckung sei ein sehr kostspieliger und riskanter Weg, Konflikte zu vermeiden, und sagte, ein System, das null Fehler und ständige Korrektur erfordert, um vollständige Zerstörung zu vermeiden, ist keine Garantie, sondern ein Glücksspiel. Auf die Frage, ob die Spannungen rund um Grönland nach der NATO-Vermittlung vollständig gesunken seien, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen: Ich denke, dass auch der Wunsch des US-Präsidenten in diese Richtung geht. Trump hatte im vergangenen Monat den europäischen Ländern, die einige Dutzend Soldaten nach Grönland entsandt hatten, mit Zöllen gedroht und erklärt, er sei bereit, die Kontrolle über die sich ausweitende Arktisinsel gewaltsam zu übernehmen. Diese Erklärung löste eine diplomatische Krise und Befürchtungen über einen möglichen Zerfall des NATO-Bündnisses aus. Die zwischen Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte erzielte Einigung über einen Rahmen für eine künftige Vereinbarung zu Grönland sowie die im vergangenen Monat aufgenommenen trilateralen Gespräche zwischen den USA, Grönland und Dänemark trugen zu einer gewissen Entspannung bei. In diesem Zusammenhang einigten sich die NATO-Verbündeten auch auf den Start einer erweiterten Bereitschaftsoperation in der Arktis mit dem Namen Arctic Sentry. Frederiksen bekräftigte in München, Dänemark werde keine Abstriche an seiner territorialen Integrität machen und bezeichnete dies als rote Linie. Zugleich erklärte sie, die USA, Dänemark und Grönland könnten auch andere Dinge gemeinsam tun, wie etwa die amerikanische Militärpräsenz auf der Insel ausweiten. Der grönländische Ministerpräsident Jens Frederik Nielsen bezeichnete den Druck auf seine Insel als inakzeptabel, bewertete den trilateralen Prozess jedoch als ersten richtigen Schritt. Grönland sei bereit, seinen Teil zu leisten und entschlossen, Teil des Bündnisses zu bleiben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte am Samstag: Ich glaube, es ist an der Zeit, die Beistandsklausel Europas umzusetzen. Gegenseitige Verteidigung ist für die EU nicht optional. Sie ist eine Verpflichtung gemäß Artikel 42 Absatz 7 unseres Vertrags.
Angesichts einer möglichen Bedrohung durch Russland und wachsender Zweifel an der Verpflichtung der USA zur kollektiven Verteidigung gemäß Artikel 5 der NATO hat die EU ein 800 Milliarden Euro Programm zur Stärkung ihrer Verteidigungsbereitschaft bis 2030 gestartet. Artikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrags besagt, dass im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats die anderen Mitgliedstaaten verpflichtet sind, ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung zu leisten. Diese Klausel gilt jedoch im Vergleich zu ihrem NATO-Pendant, Artikel 5, als schwächere Sicherheitsgarantie. Die starke militärische Kapazität Washingtons bleibt weiterhin die zentrale Grundlage der Abschreckung des Bündnisses. Von der Leyen betonte, Artikel 42 Absatz 7 könne nur dann sinnvoll sein, wenn er auf Vertrauen und Fähigkeiten aufbaue, und wies darauf hin, dass die Bedingungen der Klausel noch grob definiert seien. In ihrer verteidigungspolitischen Rede hob sie zudem hervor, dass die EU in Verteidigungsfragen schneller entscheiden müsse und stärkere Partnerschaften mit Drittstaaten, insbesondere mit dem Vereinigten Königreich, von Bedeutung seien. Und deine täglichen Weltnachrichten.